Leute, jetzt zeigen wir euch mal, wie es mit der Pfanne geht. Mit so einem Ding hier. Das da. Hier wollen wir euch einfach mal erklären, wie das genau funktioniert, auf was zu achten ist, wie ihr eure Ausbeute möglichst maximiert. Und los geht's. Goldwaschen mit der Pfanne, ihr habt alle schon mal gesehen. Das ist eine der größeren, es gibt auch noch kleinere, so die Größe. In schwarz, grün, blau, rot, was ihr wollt. Ihr müsst da mal schauen. Hier haben wir eine schwarze, eine einfache, große Riffel rundherum. Ein großer Innenraum, in dem sich das Gold fangen soll. Das Gold ist bekanntermaßen schwer, also es hat eine hohe spezifische Dichte, zumindest viel höher als der allergrößte Teil der anderen Bestandteile im Sediment. Die Frage ist, wie bekommt man jetzt das Gold, quasi, wenn Zeug drin ist, von hier oben nach da unten? Das wollen wir euch mal zeigen und dann zeigen wir euch auch, wie ihr den anderen Preis wegfindet. Auf geht's. So. Ich habe mal ein Sieb reingemacht. Das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Dabei die großen Steine ein bisschen rausbekommen. Ihr wisst, ich kann ein bisschen auf den Nerv gehen. So. Wie sieht man das mal aus? Das Ganze am besten mit der Fließrichtung, sonst spült es euch im nächsten Schritt das Zeug ein bisschen in der Pfanne rum. Jetzt haben wir schon ein ganzes Stückchen weg. So. Das steht immer daneben. Gucken wir mal. Das wird schön gerüttelt. Und was man gleich erkennt, kommen gleich die groben Steine hoch. Ganz nach dem Prinzip, klein verdrängt groß. Genau, klein verdrängt groß bedeutet hier in der Goldwaschpfanne, dass natürlich in dem Moment, wo wir anfangen zu rütteln hin und her, also Bewegung entsteht, auch Platz entsteht, Hohlräume entstehen zwischen dem Material und in dem Moment haben kleine Bestandteile eben die Chance, besser runterzurutschen, einfach weil Platz ist. Wir haben ja gesagt, es gibt 3 Prinzipien. Das zweite ist, dass runde Dinge flache Dinge verdrängen. Wieder eigentlich aus dem gleichen Grund. Durch Rütteln entsteht Platz. Und flache Sachen haben die Tendenz, nach oben gedrückt zu werden von anderen Dingen, die sich eben darunter schieben. Das seht ihr jetzt hier in der Pfanne ganz gut. Die Steine, die jetzt weggehen, sind alle flach. Und schön hin und her, damit sich das Gold unten absetzen kann. Hier, ich spüle das hier über die Riffel. Ja, die geht natürlich so weiter. Schön abziehen. So. Quasi nur noch das in den Riffeln drin habt. Ihr seht, das ist schon ein kleines bisschen dunkler. Da versteckt sich der Black Sand. Und jetzt sind wir auch schon mitten in Phase 3. Jetzt wird im Endeffekt erstmal alles Material unter den ersten kleinen Riffel da geschoben und dann mit Hilfe eines Wasserschwalls die obersten Bestandteile, also die hoffentlich leichtesten, weggetragen. Hier kann man eine coole Technik benutzen, was ihr gerade seht. Paul schlägt oben auf die Pfanne, also an den oberen Rand der Pfanne, während er mit der anderen Hand auf einer 9 Uhr Position die Pfanne festhält. Einfach den Sinn, hier die Trägheit auszunutzen. Das Gold wird bei dieser sogenannten Tapping-Technik dann dahin wandern, von wo die Schläge kommen. Und jetzt haben wir gesagt, es gibt 3 Prinzipien. Das letzte Prinzip ist, hohe Dichte verdrängt niedrige Dichte.
Ihr werdet es am besten jetzt in der letzten Phase des Auswasches sehen, wenn ganz oben nur noch Schwermetalle, vielleicht verrostete Nägel, Eisenelemente, Bleikugeln, sowas liegen bleibt und natürlich Gold. Also die Dinge mit der allerhöchsten Dichte haben sich tatsächlich ganz unten hingesetzt. Falls ihr gerade erst mit Goldwaschen angefangen habt oder euch einfach nicht sicher seid, ob ihr richtig wascht und ob eure Technik in Ordnung ist, dann haben wir noch einen Tipp für euch. Schaut mal in euer Portemonnaie und sucht euch eine kleine Kupfermünze. Falls ihr besser betucht seid als wir, gehen auch größere Münzen. Packt sie mit in eure Pfanne rein und versucht sie auszuwaschen. Sollte diese Münze, wie jetzt im Video zu sehen, am Ende auftauchen, habt ihr, was eure Technik angeht, alles richtig gemacht. Da braucht ihr euch schon mal keine Gedanken zu machen. Wer sie nicht findet, der hat damit quasi Lehrgeld bezahlt und sollte sich das Video noch einmal anschauen. So, liebe Leute, damit wären wir eigentlich durch. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wenn ihr natürlich Fragen habt, Ideen, Anregungen, dann bitte in die Kommentare damit. Des Weiteren, wenn euch gefällt, was ihr gesehen habt, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo und schaut ruhig auch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Link ist unten in der Beschreibung, da haben wir noch Goldwaschberichte und diverse andere Sachen. Schaut einfach mal vorbei. Ja, und damit war es das auch schon für dieses Video. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns am Schluss.